Ich bin Mesia, ich komme aus Indonesien. Ich habe hier in Augsburg studiert. Medienkommunikationswissenschaft ist mein Hauptfach. Ich interessiere mich eigentlich eher für Praxis, zum Beispiel so wie dieser Fernsehjournalismus oder halt, was ich jetzt mache, dieser in Filmproduktion, bei dem Projekt Film Up und bei Channel Welcome und auch in Unternehmenskommunikation zum Beispiel, was mit dem Kunden zu tun und mit der Presse und so. Nach dem Studium natürlich, jeder will ja sofort eine Arbeit finden. Das ist genauso wie mein Wunsch. Ich will ja, also sobald ich mein Zeugnis habe, will ich eine Arbeit suchen hier in Deutschland. In Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz, wo Deutsch gesprochen ist. Und wenn ich zum Beispiel für ein Jahr gar keinen Job finde, dann mache ich weiter Master. Ich bin gewachsen in einer christlichen Familie. Und mein Papa ist Beamter, meine Mama hat ein kleines Unternehmen und ich habe 3 Geschwister. Ich habe in der Schule, also Gymnasium, abgeschlossen und dann habe ich 7 Monate Deutsch gelernt in Indonesien und dann bin ich direkt hierher geflogen. Dann habe ich A1 bis B2 Deutschkurse an der Fachhochschule besucht. Aber hier in Deutschland, mein Abitur wurde nicht anerkannt, deswegen ungefähr für 1,5 Jahre bin ich auf Studienkolleg gegangen, das ist so wie Gymnasium auch hier. Und dann habe ich diese Schule, dieses Studienkolleg erfolgreich abgeschlossen. Deswegen konnte ich hier weiter studieren. Ich habe ja hier schon Tanten, Onkels und Schwester. Deswegen haben meine Eltern mir empfohlen, ja, wolltest du nicht in Deutschland studieren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann deutsche Sprache nicht. Kann ich theoretisch Englisch studieren? Nee, das geht nicht für Bachelor, das geht nur für Master. Und dann dachte ich, okay, vielleicht schaue ich erstmal für 3 Monate, besuche ich die Deutschkurse. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, du kannst da probieren für 3 Monate. Und Europa oder Deutschland hatte ich wirklich null Ahnung, aber ja, meine Schwester, die hier wohnt, sagt immer, ja, du magst ja reisen, hier gibt es so viele billige Angebote für Reise und so. Vielleicht kannst du dann halt diese Rundreise machen. Und dann habe ich, mit der Zeit hatte ich Freunde gefunden und dann habe ich ein paar Länder besucht, also hier in Europa meinte ich. Und dann, ja, mit der Zeit hat es mir gut gefallen. Dann dachte ich halt, okay, gut, was mache ich? Ich kann ja schon Deutsch sprechen. Dann habe ich mich entschieden, hier zu studieren. Ich bin zuerst in Frankfurt angekommen und dann dachte ich halt, ich habe ja das Zentrum von Frankfurt gesehen. Das ist genauso wie in Hauptstadt in Jakarta, also hohe Gebäude und so. Dann dachte ich, okay, das Gleiche halt. Ich bin ja geboren in einer großen Stadt, Metropolstadt. Hamburg gefällt mir sehr. Also die Stadt ist wirklich lebendig, gibt es immer viel los. Für mich passt mir super gut. Reeperbahn besonders und St. Pauli. In Hamburg, die sind ja Multikulti, die sind eher locker und eher offener. Also hier in Bayern, besonders in Augsburg, geschlossen. Die haben schon Gruppe, also Freunde halt. Es ist schwierig dann mit ihnen zu integrieren, weil die haben schon ihre eigene Gruppe. Also ich erzähle von meiner Erfahrung von der Uni, aber weil ich der Person sehr offen ist und versuche mal, mir ist egal, ich komme dann halt einfach, hey, geht ihr in die Mensa, darf ich mitkommen und so. Mir ist kein Problem halt. Im Vergleich zu den anderen Freunden, also von mir, also die ausländischen Studierenden, die hatten Schwierigkeiten als ich. Ich habe ja Tante hier, die in Bayern wohnt, und dann habe ich zweimal meine Tante besucht und meine Tante und mein Onkel, sie mögen ja wandern und einmal haben sie mich eingeladen zu wandern. Und dann dachte ich, oh mein Gott, hier ist Bayern sehr schön, hier ist die Berge und die Natur. Dann habe ich früher gedacht, warum nicht nach Bayern? Also in Norddeutschland habe ich schon gewohnt, in 3 Städten, aber in Bayern noch nicht. Und dann denke ich, ja, ich will was anderes sehen, nicht nur Ostsee, sondern Berge. Also ich habe mich extra für Uni Augsburg beworben, nur wegen Bergen.
Also ich mag Sport. Ich mag, wenn ich so viel schwitze. Deswegen Wandern, Klettern, also Learning by Doing halt. Also du gehst halt einfach in die Berge. Wie kannst du denn nach oben gehen? Einfach mutig sein und du brauchst kräftige Hände, Beine. Genau, einfach mutig sein. Und ich mag Herausforderungen. Etwas mit Adrenalin, etwas Gefährliches. Deswegen, das passt mir halt mit dem Temperament, mit dem Wandern und Klettern. Natürlich bei uns gibt es Berge und schöne Natur auch mit Regenwald und nicht nur Berge, sondern Strände. Aber das Problem ist, hier in Europa, besonders in Deutschland oder in Österreich und die Schweiz, sind alles gesichert. Ich meine, die Wege sind beschildert und alles gepflegt, aber bei uns in Indonesien, die Regierung, glaube ich, hat kein Geld für sowas. Und sehr gefährlich, wegen wilden Tieren auch dort, also nicht so sicher. Und dann dachte ich halt, wenn ich hier arbeite, verdiene ich gut, gell? Und dann kann ich jedes Jahr nach Indonesien fliegen. Also bei uns, also ich rede allgemein Indonesien, gibt es überall Trennung und Broken Home Life und dass die Kinder keine Chance haben, auch in die Schule zu gehen, normale Schule. Bei uns gibt es mehr Leute, die betteln, als hier in Deutschland. Natürlich, Deutschland ist viel besser als in Indonesien. Ich habe so viele Möglichkeiten, hier Nebenjobs zu finden. Es gibt immer Jobs für Studenten oder für die Schüler hier. Aber bei uns in Indonesien, das ist sehr schwer. Hier, ich kann zum Beispiel in einem Tag arbeiten oder in Ferien. Ich kann zu einem teuren Restaurant gehen. Früher, als ich noch in die Schule gegangen war, ich konnte mir leisten, in einem 5-Sterne-Hotel für 3 Nächte übernachtet, nur weil ich hier einen Nebenjob gemacht habe. Aber in Indonesien, wahrscheinlich konnte ich mir sowas nicht leisten. Ich spreche von allgemein. Wir sind halt fröhlicher und offener und freundlicher. Hier, ich meinte, in Deutschland, die Deutschen, die sind zurückhaltend, die sind sehr lieb, aber die machen Abstand. Aber wenn die Deutschen zum Beispiel mich schon sehr gut kennen, die sind sehr, sehr hilfsbereit und freundlich auch. Halt nur, die sind nicht offen. Also zum Beispiel, wenn die Touristen bei uns, wenn wir schauen, die sind so verwirrt und vielleicht brauchen sie Hilfe, wir kommen halt einfach. Aber hier in Deutschland habe ich noch nie erlebt. Wenn ich zum Beispiel wenn ich nach einer Adresse suche oder nach dem Weg und Entschuldigung und dann sofort, also mit dieser Verteidigung, also mit diesem Abstand, man merkt das.